ideologische Leitlinie die Solidarität. Ja, aus der Solidarität der Arbeiter untereinander ist geschlussfolgert worden, zwischen sozialistischen Ländern muss es die Solidarität dieser Länder geben. Das heißt auch, dass es hier nicht nur um den Vorteil des einen und des anderen geht, sondern auch um die Unterstützung der im ökonomischen Sinne zurückgebliebenen Länder und Hilfe für diese, die sich nicht nur aus ökonomischen Kriterien ableiten lassen. Ja, das war eindeutig Solidarität. Dafür gab es eine ganze Menge Institutionen, die das zu machen hatten. Nicht? Ich rede jetzt mal als Beispiel nur Freundschaftsbrigaden oder sowas, die also ja, das Interesse an der Unterstützung der Sache, für die sich das andere Land verschrieben hatte. Nicht? Also, es ging ja um weltweiten Sieg des Sozialismus letztlich. Das war ja alles klar, und dass man dafür dann auch Dinge machte, die man im normalen Außenhandel gesagt hatte, klein halten oder jetzt brechen wir es ab, weil es zu wenig bringt für uns. Also meiner Meinung nach müsste sich die jeweilige fürs eigene Land geltenden wirtschaftlichen Charakteristika auch im Außenhandel widergespiegelt werden. Es ist sicher in dem Moment, wo ich mal sage, im neuen ökonomischen System, mehr darauf geachtet worden, dass es einem selber hilft, und sei es in der Perspektive dann. Nicht? Also, als, sagen wir mal, Honecker-Zeit, ja, wo er sagte, wir zeigen uns hier mal als das sozialistische Deutschland, das und das jenes machen kann, weil es sozialistisch ist. Und ja, das ist eindeutig, ja. Das spiegelt sich alles im Außenhandel wider, diese Phasen, die wir in Wirtschaftspolitik haben. Ja.